Audax Randonneurs Alemannia. Willkommen zum 200er ab Kiel. Bornhöfener Seenplatte heißt der. Bin hier bei der ersten Brücke, die ist gerade zu. Und dann kommt man da vorbei. Vielleicht der erste Sturz. Das war noch früh am Morgen und das war wirklich spiegelblank auf diesem feuchten Holz. Ja, die große Ostseehalle kriegt immer mal wieder einen neuen Namen, je nachdem wer das sponsert. Und mal ein ganz besonderer Umweg, den sich Carsten hat einfallen lassen. Fast nach dem Start gleich. Oh, das ist hier das Universitätsgelände. Geheimkontrolle. Das ist ja geil. Noch nie gehabt sowas. Ich dachte schon, dass ich drum rumkomme. Ich fahre ja auch noch mit. Meine erste Geheimkontrolle beim normalen Audax. Haben wir dort ein Feld für? Moin. Das ist das erste Mal, dass ich eine Geheimkontrolle auf so einer klassischen Audax-Tour habe. Ja, hat sich Carsten ausgedacht. Und wenn ich jetzt kein Papier mit hätte, dann wäre mit digital geht nicht, oder? Dann kriegst du da eine... Ach, da ein Eintrag. Ich bin auch noch nicht so weit. 8,45. Danke dir. Hat Carsten sich ausgedacht. Jo, das ist ja abgefahren. Genau, weil man hier nämlich abkürzen kann, deswegen wahrscheinlich. Da man hätte auf der Straße bleiben können, dann wäre man hier glatt vorbeigefahren. Und so ging es wieder auf die Straße rauf, auf die ein paar geblieben sind. Lebensauer Hochbrücke ist das hier. Die wollen die komplett austauschen. Da bauen die, glaube ich, schon seit 2 Jahren dran rum. Bei bestem Wetter, klasse Sicht, die Levensauer Hochbrücke. Mit vielen Fledermäusen unten drunter und diesen roten Bögen hier. Und die soll dann irgendwann mal komplett rausgehoben werden. Und dann gibt es halt eine neue Brücke und die soll da dann eingesetzt werden. Also bin mal gespannt, ob ich das Spektakel erleben darf. Und wir hatten wirklich klasse Wetter. War zwar kühl am Morgen, so 6 Grad, nachher wären es 10 oder ein bisschen drüber. Hatten die ganze Zeit blauen Himmel. Also wird vom Wetter her, dafür, dass wir im März haben, eine wunderschöne Tour werden. Und die ersten Kilometer bis zum ersten Checkpoint bleiben wir auch in einer relativ großen Gruppe. Das ist jetzt Velm und für uns geht's dann auf schön geteerten Nebenstraßen hoch nach Schwedeneck zur Eckernförder Bucht
diesen kleinen Straßen lässt sich also ganz prima in Doppelreihe fahren. Es wurde sich angeregt unterhalten. Man konnte ganz prima Windschatten fahren. Mal ganz untypisch das Wetter für ein Audax-Brevet ganz zu Anfang im Jahr, im März, wo wir eigentlich mehr Regen haben. Auch einmal durch das Waldstückchen hier und dann ist das schon die erste Kontrolle. Wir sind jetzt schon kurz vor Dänisch-Nienhof, der ersten Kontrolle. Also, der große Trupp einmal vorbei, einmal von hinten, sind jetzt in Schwedeneck. Wissen wir nicht so recht, wo das ist? Ja, da haben wir einen Augenblick gucken müssen, wo denn dieser Bäcker ist oder dieses Café, was wir da als erste Kontrolle hatten. Aber war sehr schön, haben die wirklich gut ausgesucht. Ah. Hier ist das. Erster Kontrollpunkt. Wurden dann begrüßt von dem Hund. Dann gab es den Stempel und ein schöner Platz, um auszuruhen. Man konnte sich prima setzen, genoss die ersten Sonnenstrahlen. Dankeschön. Also 1,5 Stunden für die ersten 35 Kilometer. Das E-Brevet noch stempeln. Ein paar Einzelne fuhren dann schon weiter, aber das Gros der Gruppe blieb noch eine Weile. Und auch ab hier wird sich die Gruppenstärke, zumindest bei denen ich so sein werde, also deutlich reduzieren. Entweder werde ich relativ viel alleine nachher fahren oder so in 4er-, 5er-Gruppen und die dann auch immer wieder durch Zufall dann wechseln, weil man dann vielleicht doch irgendwo ein bisschen länger wartet. Oder einem Gruppen überholen, aber dann doch zu schnell sind für einen. Das sind immer die Belohnungen, ne? Ja, das ist Reserve eher, wenn die Brötchen nicht reichen. Da werde ich zu oft zu angesprochen. Ich habe so Snickers und ähnliche Schokoriegel immer oben auf meinem Oberrohr mit so Gummibändern befestigt, dass man da gut und schnell rankommen würde. Bloß oft trage ich die halt nur mit mir rum und esse die gar nicht. Ist so ein Notfallnaschi für mich. Das war der erste Checkpoint. Sehr schön, kann man schön sitzen und das bei klasse Sonne. Die meisten haben sich ein bisschen ausgezogen. Heute Morgen hatten wir so 6 Grad und nachher im Laufe des Tages werden es dann 12. Und wir haben Sonne die ganze Zeit. Astrein blauer Himmel. Vor 2 Wochen gab es auch noch einen anderen 200er hier ab Kiel. Und der war durchgängig bei 4 Grad. Der war schön kalt. Da wurde ich dann nochmal nett verabschiedet. Alle winken. Haben irgendwo noch auf jemanden gewartet. Ein Blick auf die Eckernförder Bucht unter strahlend blauem Himmel.
Und so ging es erstmal Richtung Westen. Nächster Ort ist Bornstein. Bornstein mit Baustelle. Und so haben wir ein paar Radfahrer eingesammelt, wurden dann wieder etwas größer. Nun geht's in die Ausläufer der Hüttener Berge. So einen kleinen Anstieg hier hoch. Und dann kommt der Wittensee. Schöner großer See. Ja, und danach dann weiter Richtung Aschöffel zum Griechen. Kleiner Anstieg hoch vor dem Wittensee. Nun gibt es eine kleine süße Abfahrt mit Blick auf den Wittensee. Der Wittensee. Und durch den gleichnamigen Ort und durch so ein paar verwunschene Straßen. Das ist jetzt Hütten gewesen und es ist auch nicht mehr so weit bis Aschöffel. Das ist Aschöffel jetzt. Und hier ist durch ein Restaurant. Oh, einer ist hinter mir. Zwei sind da vorne. Ansonsten hat sich das ganz schön zerteilt, das Grüppchen. Und wo ist er? Ein Stück, da vorne ist er. Ah, toll. Rolle Nummer 2 bei Kilometer 77 in Aschöffel. Aber hier ist nichts los. Doch ein paar sind da. Nur ein ganz paar. Man sollte für die analoge Brevetkarte den Preis für ein Gericht rausschreiben. 11:15 Uhr. Einen kleinen Augenblick verweilten wir, genossen so ein bisschen die Wärme. Im Sonnenlicht, ein paar kamen noch nach und werden dann gleich weiterfahren. Und wie es weitergeht, das seht ihr dann im zweiten Teil. Schönen Dank fürs Zuschauen.